Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 28 Fails. Irrsicht. Oh je, ich hab Sashi verloren. Wir haben vor 2 Stunden eine Frühlingsinsel erreicht und ich bin mit Sashi in die Stadt gegangen, um mir ein Katana anzufertigen und das Zeichen meiner Mannschaft auf meine Kleidung nähen zu lassen. Doch jetzt... Sashi! Schreie ich mit belegter Stimme durch den dichten Wald. Ich sehe mich hilflos um und lausche nach einer Antwort, doch nichts außer den tausenden blühenden Bäumen und Sträuchern ist zu erkennen. Noch immer kommen mir die Ereignisse in meinem Zimmer so vor, als wären sie erst vor einigen Minuten passiert. Mein Herz klopft aufgeregt, wenn ich an seine Lippen auf meiner Wange denke, und mein Gesicht beginnt zu glühen. Doch kaum erwische ich mich selbst bei diesen Gedanken, fluche ich vor mich hin und ohrfeige mich innerlich selbst dafür, diese Szenen vor Augen zu haben. Trafalgar so liebevoll in meinem Kopf abzuspeichern, verfälscht mein allgemeines Denken von ihm. Wenn ich an diesen Moment denke, halte ich diesen arroganten, ignoranten und selbstgefälligen Arsch für einen missverstandenen, liebevollen und herzensguten Menschen, der einfach Zeit braucht, um sich zu öffnen. Aber das ist Wunschdenken. Diese Seite an ihm ist verdammt selten und nicht sein eigentliches Selbst. Der erfrischende Wind ergreift einige meiner langen Haarsträhnen und die verschiedensten Blüten und wirbelt diese durch die Lüfte. Erschrocken zucke ich zusammen und fahre mir durch die Haare, streiche sie hinter mein Ohr und halte sie sanft an Ort und Stelle. Verträumt, fast sehnsüchtig, folgen meine Augen dem Blütendegen. Für einen kurzen Moment vergesse ich, dass ich verloren mitten im Wald bin und lasse meine Gedanken schweifen. Wie von selbst gleitet meine Hand in meine Wange, bevor mich erneut die Realität einholt und mich die kalte Wut packt. Ich habe mich schon wieder verlaufen, aber ich werde keinen Blitz senden. Trotzig verschränke ich meine Arme vor der Brust. Trafalgar sagte, dass, wenn ich mal wieder verloren gehen sollte oder ich in Gefahr sei, einfach einen Blitz einschlagen lassen solle und er würde sofort kommen. Doch wegen so etwas würde ich ihn nicht herholen, das wäre viel zu peinlich. Da rufe ich lieber wie ein Oger durch den gesamten Wald nach meinem Bruder. Mit einem Mal komme ich mir dumm und kindisch vor, doch mein Stolz lässt es nicht zu, ihn um Hilfe zu bitten. Genervt trete ich einen Stein zur Seite, welcher doch etwas größer ist als vermutet, und pochender Schmerz durchfährt meinen Fuß, breitet sich langsam aus. Fluchend stampfe ich auf und raufe mir die Haare. Jetzt habe ich endlich das Zeichen auf dem Rücken und an der Brust, kann es aber niemandem präsentieren. Missmutig starre ich auf die Blumen zu meinen Füßen. Die Wut weicht und macht Platz für Verzweiflung und Kummer. Ich will nach Hause. Ich will wissen, was die Jungs und Trafalgar von meiner Kleidung halten. Ich will... Plötzlich höre ich Stimmen. Überrascht sehe ich auf und lausche nach ihnen. Freudig renne ich in die Richtung, aus der die Stimmen kommen, bleibe aber dann wie versteinert stehen. Die Madina. Ich atme tief ein und aus. Ganz ruhig, sie kennen dich nicht, du bist neu. Ich ergreife den Stoff meines Shirts, um das Zeichen an der Brust zu verdecken, und gehe dann ruhig auf die 5 Männer zu. Die Männer stehen auf einer kleinen Lichtung, auf der alles zu blühen scheint, und unterhalten sich fröhlich miteinander. Zum Notfall hast du deine Teufelskräfte. Frag nur nach dem Weg. Ich mache auf mich aufmerksam und trete näher an sie heran. Hey, entschuldigen Sie, ich habe mich verlaufen, beginne ich mit erhobener Stimme und zwinge mich erneut zur Ruhe. Ein größerer Mann kommt mir entgegen. »Hey, Kleiner, das ist gefährlich. Was machst du denn ganz alleine im Wald?« fragt er mich mit aufgesetztem Lächeln. Eine Wutader taucht auf meiner Stirn auf, doch ich lösche die lodernde Flamme in meinem Inneren. »Ich habe Verstecken gespielt, finde aber nicht zurück«, antworte ich zuckersüß. Der Mann muss lachen, während ich fast überkoche. »Das ist erniedrigend.« Der Mann dreht sich kurz in einige Richtungen. »Ach, kein Problem. Pass auf, du gehst einfach die ganze Zeit geradeaus, dort entlang«, weist er mir an und deutet neben sich zwischen einige Bäume. »Vielen Dank«, entgegne ich und verbeuge mich aus Höflichkeit und Gewohnheit. Fuck. Ich verharre in meiner Position, während mir der Schweiß beginnt, über die Stirn zu laufen. Auf meinem Rücken ist ebenfalls das Zeichen. Und zwar ein XXL. Nervös lächelnd richte ich mich wieder auf. Die Marine-Soldaten haben ihre Waffen gezogen und mit grimmigem Blick auf mich gerichtet. »Du gehörst zu dem Rookie Trafalgar Law!« »Fuck!« fluche ich, während ich die Beine in die Hand nehme und in die Richtung laufe, in die der Mann gedeutet hat. »Feiger Pirat, bleib stehen!« brüllt einer der Männer hinter mir mit warnendem Unterton, während ich mich frage, ob jemals jemand auf diese Forderung gehört hat. Es ist immer von Vorteil, wenn die Feinde nichts von mir wissen. Weder dürfen sie ein Bild haben, noch etwas über meine Kräfte wissen oder meinen Namen. Namen?
Ich lache sarkastisch auf und schwinge mich um einen Baum, indem ich meine Hand an der rauen Rinde halte und mein Körper dadurch herumgerissen wird. Mist! Fluchend starre ich meine aufgescheuerte Hand an, bevor ich meinen Blick erneut hebe. Schwer atmend sprinte ich weiter. Schnell verstecke ich mich hinter einem Baum und fasse mir an mein aufgedecktes Herz. »Komm raus, Pirat!« brüllt einer der 5. Ich konzentriere mich und spüre so etwas Ähnliches wie Auren. Dort hinten, direkt neben mir. Warte, was? Schnell schlage ich die Augen auf und weiche nur knapp einem Schwerthieb aus. Chill doch mal! Rufe ich aufgebracht und springe panisch nach hinten. Der Angreifer holt erneut aus und ich erinnere mich an Trafalgars Trick. Ich packe an die Klinge und trete mit so viel Kraft gegen sein Gesicht, wie ich aufbringen kann. Er hat sein Schwert nicht fest genug gehalten und obwohl ich jetzt einen tiefen Schnitt in der linken Hand habe, habe ich auch eine Waffe. Und das nicht zu knapp, da ein blonder Mann nun ebenfalls einen Versuch startet, mich zu töten. Schnell springe ich über ihn und schneide beim Landen seinen Rücken entlang. Unterschätzt niemals einen Hartpiraten, egal ob Frau oder nicht, belehre ich den am Boden liegenden mit überheblicher Stimmlage. Ich spüre etwas hinter mir, weswegen ich mich blitzschnell umdrehe und den Schlag pariere. Es ist der Mann, der mir den Weg gezeigt hat. Wir stoßen uns voneinander ab und landen einige Meter voneinander entfernt. Er ist stark, aber nicht so stark wie Law. Immer wieder parieren wir die Hiebe des anderen. Ein ebenbürtiger Kampf, während nicht plötzlich ein weiterer Mann hinter mir, der mich festhält. Wie unfair! Der Wegweiser nimmt mir mein erbeutetes Schwert ab und rammt es ohne zu zögern in mein linkes Bein, wodurch ich mit einem erstickten Schrei und weit aufgerissenen Augen zu Boden gehe. Ich finde meine Stimme und schreie kurz auf, reiße mich aber bald zusammen und schlucke die Schmerzen runter. Stattdessen überwältigt mich die Wut und wie von selbst aktiviert sich meine Teufelskraft. Wieso immer das linke Bein? Meine Augen werden blau und die Blitze zucken unkontrolliert über meinen Körper. Der Mann muss mich loslassen und beide weichen ein Stück zurück. »Du bist Teufelskraftnutzerin?« fragt er etwas panisch und überrascht nach. »Lass mich gehen, sonst«, beginne ich und schnippe mit den Fingern. Ein riesiger blauer Blitz schlägt neben mir in einem Baum ein, der kurz darauf in Flammen steht. Ich atme schwer. Trafalgar, bitte halt dein Versprechen. Ich versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie viel Kraft mich dieser Blitz gekostet hat und hebe meinen Blick, während ich meine Hand unbemerkt an meine Wunde lege, in der noch immer das Schwert steckt. Solch ein Blitz kostet nicht nur viel Kraft, sondern auch einiges an Konzentration, da ich meine Kräfte noch immer nicht wirklich kontrollieren kann. »Hol John«, befiehlt er dem Mann, der mich festgehalten hat. Meine Atmung wird schwächer und meine Hände beginnen zu zittern, während ich mich bewege und meine Muskeln kraftlos versuchen, das zu tun, was ich ihnen befehle. »Weißt du, Süße, auf dieser Insel kommt es zwar kaum vor, weswegen wir nicht jeder welche haben, aber wir haben Seesteinfesseln und Waffen«, grinst er überlegen und deckt sein Kinn. Ich sehe unauffällig auf mein Bein. Es blutet wie Sau und eine Pfütze hat sich bereits unter mir gebildet. Fuck, ich verliere viel zu schnell viel zu viel Blut. Trafalgar, ich muss Zeit schinden. Ich bin Teufelskraftnutzer, habe kaum Schmerzempfinden und gehöre zu den engsten Vertrauten meines Kapitäns. Glaubst du, ich lasse mir lebendig Seestein anlegen? Frage ich ihn, ohne eine Antwort zu wollen. Jetzt habe ich ihm doch zu viel verraten, jammerte ich innerlich. Kaum Schmerzempfinden, grinst er, und binnen Sekunden hatte das Schwert raus aus meinem Bein gezogen und erneut in die gleiche Stelle gerammt. Ich habe damit gerechnet, habe ich ihm schließlich eine perfekte Vorlage gegeben und kneife nur kurz die Augen zusammen, bevor ich ihn schwach, aber überheblich anlächle. Abfällig sieht er auf mich hinab. »Wie ist denn dein Name, Kleine?« Mit einem abwertenden Tsch wende ich meinen Kopf ab und spüre keinen Moment später Trafalgars Aura nicht weit von mir. Ich wende mich erneut dem Mann zu und hebe unruhig meine Hand. Ich konzentriere mich und lege meine restliche Kraft in den Hilferuf an meinen Kapitän. Ich schnippe erneut und ein Blitz schlägt zwischen mir und dem Mann ein, welcher schnell zurückweicht und dann wütend zu mir sieht. Ich sacke etwas in mich zusammen und meine Sicht verschwimmt, während sich langsam stechende Schmerzen hinter meinen Schläfen schleichen. Ich kann meinen Kopf kaum nach oben halten, weswegen ich ihn hängen lasse und auf die Blutlache unter und neben mir sehe. »Daneben, Süße«, spottet er. Erneut reißt er das Schwert gewaltsam aus meinem Fleisch und zerrt dann unsanft an meinen Haaren, um meinen Kopf in den Nacken zu schmeißen. Er legt grinsend die blutige Klinge an meinen Hals. Gerade als er ausholt, erscheint eine blaue Kuppel und binnen Sekunden liegen von dem Mann nur noch einzelne Körperteile herum. »Was passiert mit mir?« hörte ich die Stimme des Soldaten wie durch ein Kissen Stein. Freudig und erleichtert sehe ich zu meinem Retter, welcher mit erhobenem Schwert gemütlich auf mich zukommt. Ich drücke meine Hand so fest auf die schmerzende Wunde, wie ich kann, um die Blutung zu stoppen. »Habe ich dir das nicht besser beigebracht?« ruft er spöttisch, dass ich einen Kampf verloren habe. Alter Saftsack, da ist man einmal froh, ihn zu sehen und dann kommen blöde Sprüche.
Warte, ich bin froh, ihn zu sehen. Bist du verletzt? Reißt mich seine Stimme aus den Gedanken. Er ist ungefähr noch 2 Meter von mir entfernt. Irgendwie schon, antworte ich beschämt und kratze mich an der Wange. Ich schmierte mir unbewusst mein eigenes Blut ins Gesicht und scheinbar bemerkt jetzt auch mein Kapitän die Massen an Blut. Prompt beschleunigt er seine Schritte und hockt sich neben mich. »Warum sagst du denn nichts?« fährt er mich an und verpasst mir eine leichte Kopfnuss mit der Faust. »Blöder Sack, hättest ja schneller kommen können«, blaffe ich zurück, während er meine Wunden mit einem Stück Stoff abbindet. Meine Stimmlage hört sich zwar so an, als würde ich schreien, doch die Lautstärke passt nicht. Ist sie um einiges geschwächter als gewohnt. Er sieht mich warnend an, bevor er unter meine Beine greift und mich im Braustil zurück zum Schiff trägt. »Beppo, OP«, ruft er mit ruhiger, aber leicht erhobener Stimme übers Deck und sofort legt sich die gesamte Aufmerksamkeit auf uns. »Oi«, antwortet er erschrocken und sprintet vor in den OP. Penguin und Sashi laufen je an einer Seite besorgt neben uns her. »Es tut mir so leid, Emoto.« »Was ist denn passiert, Süße?« texten sie mich gleichzeitig zu, doch ich fühle mich gerade einfach nur müde und erschöpft. Ich beschließe, auf schwach zu machen und lasse meine Glieder erschlaffen. »Oh nein, sie ist ohnmächtig«, hörte ich beide kreischen. »Ruhe jetzt«, blafft Law sie an und betritt anscheinend den OP. »Eine Ortsbetäubung müsste reichen«, höre ich Trafalgar mit ernstem Ton sagen. »Ei.« Ich werde liebevoll auf eine Liege gelegt, halb ausgezogen und bekomme eine Spritze direkt in meine Wunde. Außerdem steckt ein blöder Schlauch in meinem Arm. Langsam spüre ich mein Bein nicht mehr und kann es auch nicht bewegen. Außerdem werde ich langsam wirklich müde. Bald ist mein Bein eine einzige Narbe, denke ich betrübt. Angestrengt öffne ich die Augen. Trafalgar? Überrascht, dass ich wach bin, wenden sich die beiden an mich, sowohl der Eisbär als auch der Dämon in Gestalt eines Halbgottes. Trafalgar trägt bereits einen weißen Kittel und blaue Latexhandschuhe, wobei beides bereits in meinem Blut befleckt ist. Wird das wehtun? Spreche ich meine Befürchtung ängstlich und leise aus. Ich habe zwar nun schon des Öfteren unter seinem Skalpell gelegen, doch zum ersten Mal bin ich bei seinem Eingriff bei Bewusstsein. Das macht mir Angst. Damals hat es wehgetan, füge ich schwach hinzu. Was meinst du mit damals? Fragt mich der Arzt und tritt näher an mich ran. Tränen sammeln sich in meinen Augen. Habe ich so viel Blut verloren, dass ich wie betrunken auf alles antworte? Das Teil, flüsterte ich nur und sehe zu ihm auf. Ich spüre eine warme Träne meine Wangen entlanglaufen. Er starrt mich mit aufgerissenen Augen sprachlos an. Das Ding in meinem Bein wurde mir ohne Betäubung eingesetzt. Und das, wie die fette Narbe beweist, sehr stümperhaft, aber sieh mich bitte nicht so an. Er zieht sich die verklebten Handschuhe aus und legt sie auf ein Tablett, welches Beppo ihm routiniert hinhält. Law kneift kurz die Augen zusammen, bevor er mir seine Mütze aufsetzt, mir liebevoll sagt, dass er mir nicht wehtun würde und zurück zu Beppo und meinem Bein geht. Ich versuche ihm mit meinen Augen zu folgen, doch meine Sicht verschwimmt immer weiter. Wieso? Wieso kann er nicht immer so lieb sein? Seine Sicht. Die Operation ist glatt verlaufen und sie darf bereits wieder aufstehen. Mit Begleitung und Krücken oder sie muss getragen werden, aber sie darf aufstehen. Das jedoch nur, weil sie sich furchtbar darüber aufgeregt hat, jeden Tag im Bett liegen zu müssen und sie Trafalgar jede Minute verärgert Schimpfworte an den Kopf geknallt hat, wenn er sie untersuchen wollte. Wieder sitzt der Tisch des Kapitäns noch im Raum, lange nachdem der Rest bereits gegangen ist. Ich gehe unseren Kurs checken. Kommst du mit, Beppo? Verabschiedet sich Penguin und geht nach einer Bestätigung seitens Beppo mit ihm aus dem Raum. Ich hab heute Spüldienst, meint Sashi niedergeschlagen, worauf die Kleine breit grinst. Ciao, winkt sie ihm schadenfreudig nach und greift nach einem Glas Saft. Law mustert sie eindringlich. Was hat sie gemacht, dass ich in ihrer Nähe um Selbstbeherrschung kämpfen muss? Captain, ruft sie ihn zurück in die Realität. Ob wir heute trainieren? Wiederholt sie ihre Frage, als wäre er schwerhörig. Die letzten Tage durfte sie nicht. Sie scheint das Training wirklich zu vermissen. Nicht nur sie, sondern auch er vermisste das Training, jedoch aus anderen Gründen, die er selbst nicht ganz verstand. Wenn wir es langsam angehen lassen? Sofort springt die Kleine jubelnd auf, bevor sie mit Tränen in den Augen zurück auf ihren Stuhl gleitet. Durch ihr Verhalten amüsiert steht er auf. Liebevoll nimmt er sie im Brautziel auf die Arme und trägt sie in den Trainingsraum. Zu seiner Überraschung protestiert sie zum ersten Mal nicht, dass sie alleine laufen könne. Sachte setzt er sie auf einen Stuhl. Sie ist wahrscheinlich nur glücklich, wieder trainieren zu dürfen, erklärt er sich ihr Verhalten leicht betrübt. In deinem Zustand können wir nicht viel trainieren, aber wie gesagt, Aufwärmtraining ginge, beginnt Law die Unterrichtsstunde. Erst hat sie im Sitzen immer wieder gegen seine flache Hand geboxt, jetzt hilft sie Law beim Training, indem sie sich auf ihn setzt, während er Liegestütze macht.
Sie geht vorsichtig von ihm runter und setzt sich dann breitbeinig auf den Boden. Los, jetzt Sit-Ups! Befiehlt sie und setzt sich dann auf seine Füße und hält seine Beine fest. Ich habe das Gefühl, du genießt das, kommentiert er leicht angestrengt, worauf sie freudig lächelt. Ihm beim Schwitzen zuzusehen und ihm Befehle zum Training zu erteilen, gefällt ihr tatsächlich. Schon wieder rast mein Herz. Ist es wegen dem Sport? Normalerweise halte ich länger durch. Nach 2 Stunden Training verabschieden sich die beiden vor seiner Kajüte und gehen in ihre Zimmer duschen. Mit einem Handtuch um den Hüften geht Lord zu seinen Medizinbüchern, will er die Symptome nachschlagen. Da fällt ihm ein Liebesroman ins Auge. Stimmt, die Kleine hat mich gebeten, den zurückzubringen. Kurzerhand holt er das Buch hervor und setzt sich auf sein Bett, streicht durch seine nassen Haare. Kurz blättert er es durch und liest ab und zu ein paar Sätze. Es scheint eine kitschige Liebesgeschichte zu sein. Ein Mädchen namens Jasmine, das nicht mehr lieben möchte, und ein Mann, der alles dafür tut, damit sie ihn anerkennt. Plötzlich hält Lore mitten im Buch inne. Dein Herz rast, wenn du mich siehst. Du denkst pausenlos an mich, du wirst eifersüchtig, wenn jemand anderes mit mir redet. Du willst so viel Zeit mit mir verbringen wie möglich und du vertraust mir blind. Du liebst mich, Jasmine, hör auf es zu leugnen, liest er laut vor. Mit gerunzelter Stirn schließt er das Buch und starrt auf seine Beine. Liebe? Bin ich in sie verliebt? Verzweifelt rauft er sich die nassen Haare. Was soll es sonst sein? Scheiße, ich bin verliebt. Und stellt er ernüchternd fest. Wütend steht er auf und rennt im Raum auf und ab. Das war gar nicht gut. Fuck! Fluchend tritt er gegen seinen Schreibtisch, welcher nahtlos gegen die Metallwand fliegt und daran zerschellt. Das geht nicht, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Von Schuldgefühlen und Zweifeln zerfressen, setzt er sich zurück auf sein Bett und vergräbt sein Gesicht in den Händen. Er musste die Gefühle so schnell es ging auslöschen, solange sie noch unentwickelt und klein waren. Mist.